Guten Tag. Heute stelle ich Ihnen einen Use Case zum Thema Spannvorrichtung vor. Zunächst einmal die Frage, warum sollten Sie Spannvorrichtungen überhaupt simulieren? Jetzt hat das doch die ganzen Jahre auch ohne geklappt. Nun, einerseits wachsen die Anforderungen an die Spannvorrichtung. Automatisierung der Vorrichtung, dünnere Wandstärken an Werkstücken sowie engere Toleranzanforderungen sind nur ein paar Stichworte. Unsere Erfahrung zeigt, dass Konstrukteure häufig Fragen bezüglich der Wahl der Spannpunkte, der Spannkräfte und der Verformung der Werkstücke haben. Häufig ist auch die Frage nach einem zusätzlichen Abstützelement. Im Zweifel packt der Konstrukteur anschließend mehr in die Vorrichtung als überhaupt notwendig oder schafft sich damit unnötige Restriktionen. Eine Simulation ist hier die einzige Möglichkeit, ohne Prototyp eine Aussage zu treffen. In der Regel werden Spannvorrichtungen nur in geringen Stückzahlen gebaut. Gleichzeitig führen Konzeptfehler zu Problemen bei der Montage und der Abnahme. Oft haben Sie dadurch finanzielle und zeitliche Verluste. Mit der Simulation während der Konzeptphase können Sie einige Fragestellungen schon im Voraus beantworten. Damit senken Sie das Risiko von Korrekturschleifen, ganz im Sinne von Do it right first time. Es gibt im Wesentlichen 4 Effekte, die Sie simulieren können. Zunächst einmal die Werkstückverformung durch Spannkräfte. Wenn Sie die Spannkraft wegnehmen, geht das Werkstück sicherlich in seine ursprüngliche Form zurück. Alle Merkmale, die Sie aber unter Spannung gefertigt haben, verlieren dann ihre Form. Als nächstes kommt die Verformung durch Bearbeitungskräfte zum Tragen, häufig bei dünnwandigen Merkmalen wie Stegen oder auskragenden Flanschen. Hier steht oft die Frage nach Abstützelementen im Raum. Spannvorrichtungen sind häufig als Turm- oder Brückenkonstruktionen ausgelegt. Dann steht oft die Frage der Nachgiebigkeit der Vorrichtung und das Gewicht im Vordergrund. In der Regel wird der Werkzeugmaschinenbau von Festigkeitsberechnungen verschont. Bei Spanneisen muss das aber nicht der Fall sein. Bauraumrestriktionen zwingen zu teils filigranen Konstruktionen und teilweise dann zu Festigkeitsproblemen, insbesondere auch aufgrund der hohen Spannkräfte. Wenn Sie Pech haben, tauchen Dauerfestigkeitsprobleme erst beim Kunden auf. Versuchstechnisch ist es äußerst schwierig und aufwendig, solche Effekte zu bewerten. An dieser Stelle zeige ich Ihnen den Modellaufbau in Meshparts. Im ersten Schritt importiere ich die Grundplatte aus dem CAD-System und vernetze sie mit Hexaedern. Anschließend wird eine Unterbaugruppe integriert, die ich vorher vernetzt habe. Zu sehen ist eine Werkstückauflage und ein Spannelement. Das Spannelement kommt direkt vorgefertigt aus der Meshparts-Bibliothek. Diese Unterbaugruppe wird nun mehrfach wiederverwendet. Anschließend kommen 2 Abstützelemente aus der Meshparts-Bibliothek hinzu. Jetzt füge ich eine weitere Unterbaugruppe mit einem Spanner hinzu. Wie Sie sehen, haben wir nun 3 feste Werkstückauflagen, auf die direkt gespannt wird, sowie 2 Abstützer, auf die mit 2 Spannelementen gespannt wird. Schließlich darf das Werkstück nicht fehlen. Es wird aus dem CAD-System importiert und automatisch vernetzt. Jetzt geht es zu den Randbedingungen. Zunächst fixiere ich alle Freiheitsgrade an der unteren Fläche der Grundplatte. Im nächsten Schritt definiere ich eine Spannkraft von 2700 Newton. Nach den Servereinstellungen kann die Simulation starten. Die Visualisierung zeigt die Gesamtverformung des Werkstücks. Darauf komme ich aber auf der nächsten Folie nochmals zu sprechen. Mit dem Report Generator erstelle ich schließlich noch einen automatisierten Ergebnisbericht. Hier sehen Sie die Ergebnisse. Links die Verformung des Werkstücks in Z-Richtung, sozusagen in vertikaler Richtung. Das Koordinatensystem finden Sie links unten. Das Diagramm rechts zeigt im Bereich der Spannelemente 2 und 4 eine Verformung mit etwa 26 bis 30 μ. Aktuell sind alle Spannelemente mit 120 bar beaufschlagt. Jetzt möchten wir die Situation natürlich optimieren. Ziel der Optimierung ist es, die Spanndrücke so zu variieren, dass erstens die Summe der Spannkräfte konstant bleibt und zweitens die maximale Verformung minimiert wird. Im ersten Schritt habe ich die Spanndrücke an den Spannpunkten 2 und 4 auf 44 bar reduziert. Die Verformung in diesem Bereich ist nun deutlich geringer.
Dafür existiert nun eine neue Spitze im Bereich des ersten Spannelements mit 25 μ. Das Ergebnis ist leider noch nicht optimal. Die erste Idee, die Spanndrücke an den Spannpunkten 2 und 4 deutlich zu reduzieren, ergab ein neues Problem an einer anderen Stelle. Ein weiterer Schritt wird notwendig sein. Im zweiten Optimierungsschritt ergibt sich ein Spanndruck von 82 bar, fast doppelt so viel wie in Optimierung 1. Wenn Sie sich das Diagramm ansehen, liegt die maximale Verformung nun bei 21 μ, wieder im Bereich von Spannpunkt 2. Die beiden maximalen Verformungen sind nun ziemlich ausgeglichen. Eine weitere Optimierung ist mit nur 2 verschiedenen Spanndrücken nicht mehr zu erreichen. Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Von zunächst 30 μ wurde die Verformung auf 21 μ reduziert. Das entspricht einer Reduzierung um 28%. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sie Ihre Produktqualität durch die Simulation steigern können. Anhand eines Beispiels habe ich Ihnen erfolgreich gezeigt, dass sich die Verformung um 28% reduzieren lässt. Dadurch erhalten Sie eine höhere Genauigkeit der gefertigten Merkmale. Damit Ihr Einstieg in die Simulation besonders einfach und effizient gelingt, haben wir einige Features wie beispielsweise umfangreiche Modellbibliothek, baugruppenorientierte Arbeitsweise und automatische Reporterzeugung für Sie in unsere Software gepackt. Ich hoffe, ich konnte Sie vom Nutzen und dem Vorteil der Finite-Elemente-Simulation im Bereich der Spannvorrichtungen überzeugen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.